Wie kann ich Hundezüchter werden? Jeder, der sich mit dem Thema „Wie kann ich Hundezüchter werden?" auseinandersetzt, wird sich früher oder später die folgenden Fragen stellen. Wer darf eigentlich Hunde züchten? Welche Arten von Hundezüchtern gibt es? Was muss ich als Hundezüchter wissen? Was kostet es, ein Hundezüchter zu werden? Wie wird man ein guter Hundezüchter? Was muss ich bei der Hundezucht beachten? Welche gesetzlichen Anforderungen für die Hundezucht gibt es? Welche Arten von Hundezüchtern gibt es? Muss ich meine Hundezucht beim Finanzamt anmelden? Was ist der Unterschied zwischen einem Hobbyzüchter und einem gewerblichen Züchter? Was hat Hundezucht mit dem Tierschutzgesetz zu tun? Was ist der Paragraph 11? Kann mir das Bauamt die Hundezucht verbieten? Nach diesem Video fällt es dir wahrscheinlich etwas leichter, diese Entscheidung zu treffen. Was ist das Ziel einer Hundezucht? Mit der Hundezucht wird die gezielte Fortpflanzung der Hunde verstanden. Dabei besteht als Ziel, die spezifischen Eigenschaften der Elterntiere zu erhalten oder zu verstärken. Eigenschaften sind in diesem Sinne genetisch bedingt wie Körperbau, Auftreten und Farben. Hundezüchter werden für eine seriöse Hundezucht keine Hunde mit Gendefekten, Krankheiten oder sozial auffällige Hunde einsetzen. Die Gesundheit der Tiere muss an erster Stelle stehen, damit sind Qualzuchten unbedingt abzulehnen. Welche Arten von Züchtern gibt es denn nun? Gelegenheitszüchter. Der Gelegenheitszüchter ist aus meiner Sicht kein richtiger Züchter, denn es fehlt am notwendigen Wissen für eine gute Hundezucht. Er hat seine Tiere sehr gerne und meist eine Hündin, die auf irgendeine Weise von einem Rüden gedeckt wird. Die kleinen Welpen werden im Haus mit nebenbei aufgezogen und dann billig verkauft. Hobbyzüchter, meist im Nebenerwerb. Der Hobbyzüchter ist die Vorstufe des professionellen Hundezüchters, der mit 2 bis 3 Hündinnen einer Rasse und ca. 2 Würfen pro Jahr bereits eine sehr aufwendige Arbeit leistet. Durch diesen Aufwand ist es ihm aber kaum möglich, eine Deckung der Kosten zu erreichen, aber das ist ihm gleich, da ihm das Wohlergehen der Hunde am Herzen liegt. Er ist bei Ausstellungen unterwegs und hat einen schönen Zwingernamen. Dem Welpenkäufer widmet er dann sehr viel Zeit bei der Auswahl des richtigen Welpen und überreicht voller Stolz die Ahnentafel. Professionelle Hundezüchter, meist in Vollzeit. Der professionelle Hundezüchter züchtet im Vollerwerb mit mehr als 3 Hündinnen, mit einer, manchmal auch mehreren Rassen. Weite Strecken und teure Deckrüden werden in Kauf genommen, um für die Rasse typische Welpen zu erhalten. Die Ausstattung ist speziell auf die Hundezucht ausgelegt und beinhaltet mehrere Abschnitte. Der Hundezüchter widmet sich der Zucht in Vollzeit und versucht, seine eigenen Zuchtlinien weiterzuentwickeln. Welpenvermehrer. Der Welpenvermehrer wird meist das Ziel verfolgen, möglichst billig Welpen zu produzieren. Da auch auf Rassehunde gesetzt wird und teilweise sogar Papiere angeboten werden, sind manchmal höhere Preise möglich. Die stellen aber keinen passenden Gegenwert dar. Die medizinischen Untersuchungen der Welpen werden aus Kostengründen nicht oder absolut nur mangelhaft durchgeführt. Wer so einen Hund kauft, muss mit hohen Folgekosten rechnen. Wir gehen nicht davon aus, dass Sie sich Ihre Zukunft als Züchter so kaufe Welpen nie bei Unbekannten. Generell sollte jeder Hundeinteressent überlegen, ob ein von Unbekannten gekaufter Welpe die richtige Entscheidung ist. Die Kosten werden im Nachgang durch Krankheiten und psychologische Schäden sehr hoch sein. Zum Thema Welpenhändler möchte ich Ihnen das Lesen des Artikels Wühltischwelpen sehr ans Herz legen und empfehlen. Die Herkunft der Tiere ist meist völlig unklar. Die Folgekosten und möglichen psychischen Schäden sind unkalkulierbar. Was muss nun ein angehender Hundezüchter wissen? Angehende Hundezüchter werden sich ein umfangreiches Wissen aneignen müssen, vor allen Dingen, wenn er langfristig eine erfolgreiche Zukunft aufbauen möchte. Dies ist anfangs durch Lesen von Büchern und Webangeboten möglich, zum Beispiel über Informationen und Merkmale von Rassen, Ernährung von Hunden, speziell der Hündinnen und der Welpen, oft auftretende Krankheiten. Später werden Seminare bei den Zuchtvereinen hinzukommen, bei denen Sie die Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen lernen und nachweisen müssen.
der Sachkundenachweis für das Tierschutzgesetz, Vererbungslehre, Zuchtziele und Rassestandards, Anatomie des Hundes sowie Zuchtregularien. Vorüberlegungen des angehenden Hundezüchters. Bevor du startest, solltest du in Ruhe und mit ausreichend Zeit die folgenden Fragen für dich beantworten. Wofür wird der von dir gezüchtete Hund eigentlich genutzt? Hunde werden heute aktiv als Blindenhunde, Schutzhunde bei Polizei und Zoll, Rettungshunde bei Katastrophen, Begleithunde in Seniorenheimen eingesetzt. Der Einsatzzweck für Hunde ist heute sehr vielfältig. Aber garantiert wird er nicht nur als Begleiter genutzt. Er wird auch als Familienhund genutzt, weil sie uns einfach... Gibt es Alternativen? Daher stelle dir die Frage, ob du wirklich züchten möchtest. Oder nicht doch besser aus dem Tierheim? Heute gibt es sehr viele Hunde in Tierheimen, die nur darauf warten, wieder zu einem geliebten Menschen zu kommen. Habe ich genügend Geld, um die Hundezucht zu finanzieren? Die Kosten werden regelmäßig stark unterschätzt. Es ist eine falsche Annahme, dass mit der Hundezucht viel Geld und vor allem schnell verdient werden kann. Deine Hunde haben es verdient, ein gutes Zuhause zu haben. Damit auch deine betriebswirtschaftlichen Erwartungen erfüllt werden, ist eine klare Planung und Strategie notwendig. Dabei kann dir meine Checkliste helfen, die im Download-Bereich verfügbar ist. Was kostet eine Hundezucht? Zu den Kosten für deine Hundezucht musst du natürlich deinen Hund, dessen Ernährung, regelmäßig den Tierarzt und die komplette Ausstattung und den Aufwand für die Weiterbildung rechnen. Da kommt einiges zusammen. Von den Nächten, die dir um die Ohren schlägst, kannst du schweigen. Wenn die Welpen dann da sind, müssen diese durch den Tierarzt untersucht, geimpft und gechippt werden. Die Eintragung in die Zuchtrolle und dass eine Welpe damit nicht nur 300 € kosten kann, dürfte eigentlich einleuchten. Die Hundezucht wird von dir gerade in der Welpenzeit, 8 bis 10 Wochen, alles abverlangen. Neben den Hunden kommen dann auch noch die potenziellen Welpenkäufer, die sich die Jungtiere anschauen wollen und dann auch mit dir noch lange und breit reden möchten. Welche Hunderasse? Welche Hunderasse willst du züchten? Hast du bereits Erfahrungen mit dieser? Für was werden die Hunde dann später eingesetzt? Werden diese für einen besonderen Zweck gezüchtet und verkauft, besteht zum Teil das Recht auf Rücktritt vom Vertrag, weil der Hund versprochene Eigenschaften nicht aufweist. Was musst du beachten? Die folgenden Punkte werden im Rahmen deiner Hundezucht notwendig oder empfehlen sie. Hundezüchter zu sein ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Vorbereitung und gesetzliche Anforderungen, Vorschriften, Berücksichtigung der baulichen Voraussetzungen. Zum Beispiel ist Hundezucht in Wohngebieten eingeschränkt. Die Gewerbeanmeldung und Finanzamt, Kleinunternehmer. Mitglied im Hundezucht- oder Rassehundverein werden, Erlaubnispflicht für gewerbsmäßiges Züchten berücksichtigen, das Veterinäramt und schließlich der Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz. Welchen Kaufvertrag nutzt du? Hast du individuelle oder allgemeine Geschäftsbedingungen? Wie ist die artgerechte Ernährung deiner Hunde? Du musst einen Zwingernamen finden und beantragen. Du besuchst Hundeausstellungen und sammelst Urkunden der Deckrüden. Und Netzwerken mit anderen Hundezüchtern gehört natürlich auch dazu. Ebenso Hundehaftpflicht und gegebenenfalls die Rechtsschutzversicherung. Abschließen. Und dann ist da der Verkauf der Welpen zu organisieren. Fazit. Es sind viele Investitionen in Geld und Zeit notwendig, um erfolgreich Hunde zu züchten. Finde die richtigen Welpenkäufer, die sich den Hund nicht nur leisten können, sondern auch ein passendes Umfeld bieten können. Aus menschlicher Sicht, aus zeitlicher und auch aus Beschäftigungssicht. Denke beim Verkauf deiner Welpen daran, dass in unserer heutigen Gesellschaft viele Menschen Welpen meist nur über den Preis kaufen. Dabei spielt die Qualität, in diesem Fall der Welpe, deiner Zucht und deiner Bemühungen, meist nur eine untergeordnete Rolle. Du solltest Interessenten auf jeden Fall aufklären und dafür sorgen, dass Welpen aus reiner Vermehrerzucht und von Wühltischen keinerlei Käufer mehr finden. Viel Erfolg wünscht dir dein Alexander Hackenberger. PS: Wenn du Fragen zu diesem Beitrag hast oder vor einem Problem stehst, gemeinsam finden wir eine Lösung. Komm zu meiner Webseite unter www.dialex.de/Kontakt.